Hallo liebe Modellautofreunde, heute geht es um einen S-Klassen-Coupé und zwar den CL 600 C140 von der Marke Norev in Maßstab 1:18. Ja, dieser Wagen ist relativ neu und ich habe gedacht, in der Kombination auf jeden Fall ein Muss. Die Packung sieht jetzt nicht so spektakulär aus, ist auch keine Dealer-Edition, ganz normal von Norev. Hier von allen Seiten ist Norev zu sehen und unten drunter die Beschreibung. Und hier sieht man nochmal CL 600 1997 Black Metallic. Das heißt, es ist die Facelift-Version oder im Mercedes-Jargon Mopf. Und ich würde sagen, ich packe den Wagen jetzt erstmal aus, denn ich habe diesen Wagen hier noch nie geöffnet. So, und hier ist dieses Prachtstück ausgepackt in einer Styroporbox. Wie gesagt, ist das Auto geliefert mit 4 Schrauben am Unterboden und es ist wirklich ein sehr elegantes Fahrzeug. Wie gesagt, von Norev, Maßstab 1:18, CL 600 und ja, sehr markant diese kantige Form. Und ich habe ja auf meinem Kanal schon mal den W140er vorgestellt. Link dazu natürlich in der Beschreibung oder im i oben. Bitte schaut euch das mal an. Da könnt ihr den Wagen gut miteinander vergleichen. Ich glaube den Coupé noch etwas besser gelungen. Aber wir sehen uns ihn jetzt mal in aller Ruhe an. Fangen wir wie immer vorne an. Das ist die schöne Front hier. Dieses Modellauto war übrigens ein Geschenk. Ich habe mich sehr darüber gefreut und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Und wir können sehen, ein großes Mercedes-Emblem ist natürlich im Kühlergrill drin. Die markanten Scheinwerfer von dem W140er ist natürlich auch mit hier drin. Hier vorne sogar Scheibenwischer für den Scheinwerfer, weil das Abblendlicht damals Xenonlicht war. Ja, weil das ist ja, soweit ich weiß, von Norev die Facelift-Version, die hier nachgebildet worden ist. Und ja, wir können sehen, hier unten das Nummernschild. Warum hier Hamburg dran steht, weiß ich jetzt nicht genau, weil der Kollege kommt ja eigentlich aus Stuttgart. Aber lassen wir das. Unten sehen wir noch die Nebelscheinwerfer. Und wir schauen uns jetzt mal den Motorinnenraum an. Ich werde dazu hier wieder das Opening Tool benutzen. Wie gesagt, der Wagen ist noch ganz neu. Und wir können jetzt sehen, hier, das ist der Motor, ja. Sehr mächtiges Teil, 12 Zylinder. Hätte man etwas detaillierter vielleicht noch bauen können, meiner Meinung nach. Aber ich denke, es ist okay. Aufkleber sind jetzt hier nicht abgebildet, aber ich denke, man kann hier den Motor relativ gut erkennen. Machen wir den wieder zu. Und wir kommen mal zur Seite. Und die ist natürlich sehr, sehr elegant von diesem Fahrzeug. Passt hier kaum aufs Bild drauf, ne? Der Wagen ist riesig. Und wir können sehen, hier die elegante Linienführung. Trotz dass der Wagen relativ viereckig ist, sieht er trotzdem irgendwie elegant aus und nicht klobig. Das wurde ja dem W140er nachgesagt, dass er ziemlich klobig aussieht. Ich finde, bei dem Coupé ist es definitiv jedenfalls nicht so. Und hier können wir auch den Blinker erkennen hier. Und natürlich die schöne helle Innenausstattung lacht uns hier schon an. Und hier Mercedes typisch die Coupé-Form mit der dicken C-Säule. Ja, die Felgen, wie gesagt, hier sind auch gut umgesetzt worden. Sind im Prinzip die AMG-Felgen. Zumindest sehen sie so aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier die AMG-Line ist. Kann man nicht meckern. Ich finde, die Reifen und die Felgen passen sehr gut zum Fahrzeug. Wir schauen uns den Wagen mal von hinten an. Und hier können wir natürlich erkennen, die typische Mercedes-Heckform. Eckig. Also hier passt sehr viel rein in den Kofferraum. Und trotzdem ist der Übergang hier sehr elegant. Und hier, wie gesagt, der Kofferraum mit dem Mercedes-Stern hinten dran. Und natürlich die roten, markanten Mercedes-Lichter aus den 90er Jahren. Ja, schauen wir in den Kofferraum herein. Und da lacht uns natürlich gleich ein sehr heller Innenraum an. Finde ich klasse gemacht. Hier oben kann man noch sehen, das Warndreieck ist angebracht. Selbst hier hinten die Kofferraumverkleidung oben ist hell gemacht worden. Finde ich klasse. Hier hinten sogar ein Kühlschrank, glaube ich.
für die Armlehne. Ich bin mich aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das ein Klimagerät oder soll das darstellen. Und im Kofferraum selber ist natürlich Mercedes typisch Teppichimitat. Schön. Das sieht wirklich gut aus. Sehr einladend. Gefällt mir richtig klasse. So. Und jetzt kommen wir, wie ich finde, zu dem Highlight des Ganzen. Und zwar den Innenraum. Ich mache dazu jetzt mal schnell hier die Türen auf. Die sind im Übrigen stufenlos verstellbar, wie ihr sehen könnt. Hier oben, wie gesagt, der hat ein Schiebedach. Ja. Und dadurch wirkt das Ganze noch viel, viel heller und hochwertiger, das Ganze. Sehr schöner Innenraum, wie ich finde. Typisch, man sagt ja, oder böse Zungen, besser gesagt, sagen ja, das wäre Oper-Interieur. Ich sage, das ist auf jeden Fall ein hochwertiges, edles Interieur. Sieht auf jeden Fall immer gut aus. Meistens mit dunkler Außenfarbe. Weiß ich nicht, was daran Oper sein soll. Ich finde es auf jeden Fall gut. Überall die Holzzierleisten kann man erkennen. Die Seitentür ist auch schön gemacht. Sogar hier kann man erkennen, hier hinten quasi, also die Polsterung ist eingearbeitet. Sieht sehr gut aus. Hier das Lenkrad, auch sehr schön gemacht. Die Knöpfe, Armaturenbrett, die Mittelkonsole. Alles sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Sehr beeindruckend. Hier hinten die Rückbank, ebenfalls mit hochglänzender Holzoptik. Gefällt mir sehr gut. Wir schauen uns noch schnell die Beifahrerseite an. Hier ebenfalls sehr einladendes Interieur. Der Fußraum ist natürlich auch wieder mit Teppichimitat verkleidet. Gefällt mir sehr gut. Hier hinten kann man sogar noch die Anschnallvorrichtung sehen für die Vordersitze. Und hier kann man nochmal die Tür genau begutachten. Mit den Lautsprechern, 3 Stück sogar drin. So, also meiner Meinung nach ein sehr, sehr elegantes Fahrzeug. Das Modellauto ist wirklich gut umgesetzt worden. Wie gesagt, preislich ist es neu auf den Markt gekommen. Habe ich ja euch eingeblendet. Ich finde den Wagen wirklich sehr, sehr hübsch. In einer Mercedes-Sammlung darf er sicherlich nicht fehlen. Und schreibt mir gerne eure Meinung über dieses Fahrzeug. Gefällt er euch auch so gut wie mir? Lasst es mich gerne wissen, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich immer über neue Zuschauer. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Modellauto. Macht's gut, bis dahin, ciao. Wem der Unterboden übrigens noch interessiert, der sieht so aus. Ja, jetzt nicht großartig spektakulär. Und hier oben ist übrigens noch so eine kleine Antenne drauf.